Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Im 9. Teil unserer Serie über die beliebte graue Eisenbahn aus dem Jahr 1980 kommen wir heute zum krönenden Abschluss. Die Schlepptender Dampflokomotive 7750 ist die begehrteste Lokomotive aus diesem Sortiment. Beim ersten Eisenbahnkatalog von 1980 war die Dampflokomotive ganz auffällig auf der Titelseite abgebildet. Sie ist die größere der beiden Lokomotiv-Einzelpackungen mit 12-Volt-Motor, beide ohne Schienenkreis. In vielen europäischen Ländern war das Set 3 Jahre lang bis 1982 im Katalog. Aber in Großbritannien, Frankreich und Italien wurde die Packung 1981 schon nach einem Jahr wieder ausgelistet. Wie bei allen größeren Packungen der Lego Bau- und Spielbahn gibt es schon auf der Vorderseite Bilder von den alternativen Bauideen. Die Verpackung ist eine aufwendige Styroporx mit einem Klappdeckel. Innen mit einem grünen und einem transparenten Kunststoffeinsatz mit Sortierfächern, die mit einem transparenten Kunststoffdeckel zugeklebt waren. Für ein vollständiges, funktionierendes Set muss man ungefähr 400 € rechnen. Wenn man die Teile einzeln kaufen möchte, kommt man nur mit den Spezialteilen schon auf über 500 €. Das zahlt sich niemals aus. Ich habe mir um 130 € die wichtigsten Teile gekauft. Beim 140 € teuren roten Motor habe ich entschieden, das vollständige Güterzugset 7730 zu kaufen. Dort sind auch die besonders teuren schwarzen Fenster dabei. Diese 2 Sets müssen sich bei mir den seltenen roten Motor teilen. Die Kuppelstangen habe ich inzwischen schon abgenommen. Obwohl die Lokomotive keine richtige Grundplatte hat, kann man den Motor leicht aus dem Gehäuse nehmen und vorläufig mit einem dreiachsigen Dummy-Fahrgestell aus Waggonrädern ersetzen. Der rote Motor kam nur in 3 Sets vor. Die ältere Variante von 1980 hat nur 2 Steckerlöcher. Ich habe hier die gleichwertige neue Variante von 1981 mit 3 Steckerlöchern. Ich hatte Glück und konnte alle wichtigen Teile für die Dampflokomotive beim selben Shop bekommen, wo ich den Güterzug gekauft habe. Die 4 29 mm großen Eisenbahnräder gibt es exklusiv nur bei der großen Dampflok 7750. Aber sie waren auch in 2 Servicepackungen, 1143 von 1981 und 5071 von 1987 erhältlich. Die einzigartigen 29 mm großen roten Eisenbahn-Speichenräder sind mit den normalen roten Kunststoffsteckern in die schwarzen Waggonachssteine eingesteckt. Die normalen kleinen Waggonräder haben nur 23 mm Durchmesser. Ich habe alle 4 großen Achsen um 16 € das Stück bei einem einzigen Händler bekommen. Die Radfelgen allein sieht man auch schon oft ab 3 €, aber nur als Einzelstücke. Die zweiten exklusiven Teile, die es nur bei der großen Dampflok gibt, sind die 2 roten Drehgestellplatten mit dem 7 mm langen Technikstecker. Man sieht sie auch schon ab 12 €. Meine haben 18 € das Stück gekostet. Ich gebe für einzelne Teile auch gern etwas mehr aus, wenn ich bei einer Sammelbestellung Versandkosten sparen kann. Die nächsten besonders teuren Teile sind die 6 schwarzen Fenster. Die schmalen 1x2 Fenster sind mit über 20 € das Stück besonders teuer. Bei dieser Dampflokomotive braucht man sogar 4 Stück davon, 2 vorne und 2 hinten.
Einen originalen vierteiligen Fenstersatz kann ich von der Güterzuglokomotive nehmen. Die großen Fenster sind mit Glas und die kleinen Fenster haben keine Glasscheibe. Ich hatte einfach keine Lust, 6 gewöhnliche Stadtplanfenster um 90 € zu kaufen. Deshalb habe ich mir als vorläufigen Ersatz einige weiße Fenster schwarz lackiert. Bei den schmalen Fenstern kann man die Glasscheibe leicht herausdrücken. Für die Lackierung habe ich normale, glänzende, schwarze Modellbaufarbe verwendet. Für das Sprühgerät im Verhältnis von 3:1 verdünnt. Wenn die Farbe gut getrocknet ist, kann man die Fensterscheibe wieder ganz leicht einsetzen. Bei den Zweier- und Dreierscheiben sind die Fenster eingeklebt und man kann sie nur sehr schwer herausschneiden und wieder einkleben. Die nachlackierten Fenster verwende ich in den Modellen als vorläufigen Platzhalter, bis ich die passenden originalen Teile finde. Weitere teure Teile sind die roten Pufferbalken mit den Magnetkupplungen. Ich habe hier 10 € das Stück bezahlt. Ein weiteres exklusives Teil sind die 2 schwarzen Kabeldurchführungssteine, die 3 bis 4 € das Stück kosten. Von außen sieht man am Modell nur einen einzigen, den ich mir original gekauft habe. Den zweiten säge ich mir ganz einfach mit einer kleinen Metallsäge und einer Feile aus einem normalen schwarzen 1x2 Stein aus. Er sitzt innen im Führerstand und man kann ihn eigentlich ganz weglassen. Dann braucht es noch 12 Volt Leuchtsteine, die alten haben 2 Steckerlöcher und die neuen haben 3 Steckerlöcher und eine Prismenlinse. Bei diesem Set braucht es eigentlich 3 Leuchtsteine, es waren aber nur 2 dabei. Einer wurde ganz einfach eingespart. Mehrere Euro kosten auch die originalen Kabel. Beim Set war ein langes und ein kurzes Kabel dabei. Für den dritten Leuchtstein brauchen wir noch ein zweites kurzes Kabel. Wir brauchen auch die 2 Prismenhalter mit den transparenten Prismen für die Front- und Rücklichter und die 2 2x6x2 Gewichtsteine. Dann fehlen noch die 4 9,6 cm langen, 4 mm dicken Schläuche. Diese Schläuche waren auch bei verschiedenen Technik- und Legoland-Sets dabei, wie hier bei der Raketenabschussrampe. Die Schläuche werden um 5 € das Stück gehandelt. Ich habe mir einen gekauft, aber ich kann nicht sagen, wie das Original genau ausschauen muss. Ich werde einfach normale Pneumatikschläuche nehmen aus einem alten Technikset, das ich nicht mehr brauche. Zum Schluss benötigen wir für die Dampflokomotive noch 2 von den neuen Zylindern von 1980, die so ungefähr 1 € das Stück kosten. Bei dieser Dampflok sind keine Kuppelstangen dabei, die man in den Zylinder einhängen kann. Für die Aufkleber habe ich mir noch einen Replacement-Stickerbogen gekauft. Die transparenten Bahnaufkleber wirken sehr gut. Dieser kleine Bogen kostet 5,74 €. Alle diese Spezialteile mit Motor können gut und gerne über 500 € kosten. Deshalb zahlt es sich immer aus, ein vollständiges Set zu kaufen. Ich habe meine Teile mit anderen Sets kombiniert und einige selbst gebastelt. Um 130 € konnte ich mir die exklusiven Teile für dieses Set zusammensuchen. Die Minifiguren sind 2 ganz normale Arbeiter. Einer mit einer roten Schildmütze als Lokomotivführer, der zweite mit einem Bauarbeiterhelm ist wohl eher mehr der Rangierer als der Heizer. Insgesamt sind beim Set 254 Teile dabei, die man sich ganz einfach aus dem Steinelager zusammensuchen kann.
Die Bauanleitungen hole ich mir immer aus dem Internet. Für diese Spielwelt kann ich 12 Volt Graycom besonders empfehlen. Die Bauanleitung ist genauso wie beim 7740 ein großes DIN A4-Heft mit 20 Seiten. Auf den ersten 11 Seiten sind die 46 Bauschritte für das Hauptmodell. Auf den folgenden 12 Seiten sind 15 Bauschritte für eine winzig kleine Lokomotive mit Schlepptender als B-Modell. Auf den letzten 2 Seiten gibt es Hinweise für die Schienenreinigung und Gleisdiagramme. Bei diesem Lokomotiv-Einzelset waren keine Schienen dabei. Jetzt bauen wir uns das Hauptmodell und beginnen beim vorderen Drehgestell mit 2 großen 29 mm Lokomotivrädern. Hinter den Felgen kommt eine Steinhöhe bis zur Drehgestellplatte. Der Abstand zwischen den Achssteinen sind bei den großen Rädern 2 Noppen. Vorne gibt es eine lange Deichsel mit 4 Noppen bis zum Pufferbalken mit den Magnetkupplungen, die später zwischen den Kolben durchreicht. Links und rechts gibt es einen Rundstein als Feder. Auf die beiden Fahrgestelle kommen 2 einzigartige, seltene rote Drehgestellplatten mit dem 7 mm langen Stecker als Drehpunkt genau über den äußeren Achsen, die die Spur halten müssen. Die Noppen sind alle mit roten Fliesen abgedeckt. Das hintere Drehgestell hat auch 2 große Eisenbahnräder. Es ist etwas kürzer gebaut und hat vorne einen schwarzen Rundstein, um den 2 rote Macaroni-Steine herumgebaut sind. Auf die beiden Fahrgestelle kommen 2 einzigartige, seltene rote Drehgestellplatten. Die Noppen sind alle mit roten Fliesen abgedeckt. Die Drehgestelle werden an der Unterseite der Lokomotive in 2 schwarze 2x8 Techniklochplatten eingesteckt. In die Mitte kommt eine rote 6x8 Platte. Wir verbinden die Platten mit einer 2x8 Platte, einem 2x8 Grundstein und einer 4x4 Platte, auf die wir 2 Schalthebel für den Führerstand bauen. Aus einem Techniklochstein, einem grauen Pin, einem Technikachshalter, einer 2 Noppen kurzen Achse und einer Buchse. Hinten bauen wir die Wand für den Kohlekasten. Vorne kommt der Prismenhalter mit 2 transparent gelben Lichtern. Dahinter setzen wir einen weißen 12 Volt Leuchtstein und schließen ihn mit dem langen Kabel an. Das lange Kabel führen wir mit 2 speziellen Kabeldurchführungssteinen quer durch den Führerstand durch. An den Seiten bauen wir den 2 Steine hohen Wasserkasten und decken ihn genau wie beim Kohlekasten mit Platten ab. An die Rückwand des Führerstandes kommen 2 Aufstiegsleitern und innen 2 Werkzeughalter für die Kohleschaufeln. An den vorderen Lichtstein schließen wir noch eine kurze Kabelverlängerung für den zweiten Leuchtstein im Dampfkessel hinter dem Mittelscheinwerfer an, der beim Originalmodell eingespart wurde, aber sehr leicht zu ergänzen ist. Durch den Schlitz in der Mitte ziehen wir das kurze Kabel durch und setzen den zweiten Leuchtstein für den Mittelscheinwerfer mitten in den Dampfkessel auf eine schwarze 4x4 Platte. Auf einen schwarzen Scharnierstein bauen wir eine 2 Noppen breite Rauchkammertür, die man aufklappen kann. In der Mitte ist ein Techniklochstein mit dem Mittelscheinwerfer für das Dreilichtspitzensignal. Er ist aber transparent weiß und nicht transparent gelb, das stört irgendwie. An die Seite des Dampfkessels kommen 8 Techniklochsteine, durch die man laut Bauanleitung 4 getrennte 4 mm Schläuche als Dampfleitungen durchsteckt.
Ich lasse die Schläuche in der Mitte zusammen. Die Enden der Schläuche stecken wir in 2 Handgriffe. Der vordere kommt genau auf die Rauchkammertür und mit einer Jumperplatte setzen wir einen kleinen schwarzen 1x1 Rundstein als Kamin auf. Der winzige Kamin schaut bei der riesigen Lokomotive sehr komisch aus. Die Schläuche mit dem Handgriff wirken gleichzeitig als Verriegelung der Rauchkammertür. Man muss den Handgriff abnehmen, wenn man die Rauchkammertür aufmachen will. Es ist wichtig, dass die Schläuche die richtige Länge haben, weil man sie nicht mehr verschieben kann, wenn sie mit den 4 Lochsteinen am Dampfkessel festgeklemmt sind. Der hintere Schlauch wird durch 2 1x4 Techniklochsteine durch den Dampfkessel durchgeführt. Es ist interessant, wie viele Technikelemente bei dieser Lokomotive verwendet werden. Die Schläuche werden wieder mit 2 1x2 Techniklochsteinen an den Seiten des Dampfkessels fixiert und den hinteren Teil des Dampfkessels decken wir oben mit schwarzen Platten ab. Die obere Dampfkesselwölbung besteht aus 45 Grad Dachsteinen. Darauf kommen 3 2x4 Platten, eine als Stütze für das Dach und 2 unter die Dome. In der Mitte befestigen wir wieder die 2 Schläuche an einem schwarzen Handgriff mit 2 Noppen Abstand. Darauf kommt eine Jumperplatte und als Dome werden 2 große 2x4 Rundsteine aufgesteckt. An der Hinterseite kommen 2 Dachsteine auf den eingezogenen Kohlekasten. An die Rückwand des Führerstandes stecken wir an einen Werkzeughalter die Kohleschaufel und stellen den Lokführer an seinen Arbeitsplatz. Die Technikschalthebel sind viel zu dick im Verhältnis zur Minifigur. An alle 4 Ecken des Führerstandes stecken wir die besonders teuren schwarzen 1x2 Fenster und vorne links und rechts die 2x2 Fenster. An die Seiten kommen die schwarzen Eisenbahntüren, die wir mit 2 schwarzen langen 1x8 Eisenbahnfliesen befestigen. Auf eine 4x8 Platte stecken wir 4 3x4 33 Grad Dachsteine. Bei dieser Lokomotive kann man das Dach gut abnehmen. Links und rechts am Führerstand kommt der DB-Aufkleber. Es stehen hier natürlich wieder 12 verschiedene Bahngesellschaften zur Auswahl. Eine Betriebsnummer kommt hinten aufs Dach, 2 vorne links und rechts unten an den Wasserkasten und eine 6. kleben wir vorne an die Rauchkammertür. Wir bringen gleich alle Aufkleber vollständig am Gehäuse an. Die 2 Zylinder bauen wir auf 2 6er-Platten und setzen sie vorne an die Unterseite der Grundplatte. Jetzt können wir die Drehgestelle in die Lochplatten an der Lokomotivunterseite einstecken. Der Stift von der vorderen Drehgestellplatte kommt in das vorletzte Loch. Der lange Kupplungsarm kann sich zwischen den Kolben hin und her bewegen. Das hintere Fahrgestell kommt in das 3. Loch und die 4-achsige Schiebelokomotive ist fertig. Das Modell ist eine wunderschöne Tenderlokomotive mit Dampfkessel, Wasserkasten, Führerstand und Kohlekasten. Das Fahrwerk besteht aus 2 getrennten, 2-achsigen Drehgestellen. Die Drehgestelle schauen eher nach einem Waggon und nicht nach einer Lokomotive aus. Das vordere Drehgestell wird von den Zylindern seitlich festgehalten. Der Drehpunkt befindet sich genau über den äußeren Achsen und die inneren Achsen schwenken aus. Das hintere Drehgestell kann sich 180 Grad um die eigene Achse drehen. Lego hat diese Bauweise bei den größeren mehrachsigen Lokomotiven bis 2006 beibehalten. Die erste moderne Dampflok mit den neuen Eisenbahnspeichenrädern war der Emerald Knight 2009. Die Rauchkammertür wird von den Handgriffen mit dem Schlauchanschluss festgehalten.
Wenn man den Handgriff mit dem winzigen Kamin entfernt, kann man die Rauchkammertür aufklappen und man sieht den zusätzlich eingebauten Leuchtstein hinter dem transparent weißen Mittelscheinwerfer vom Dreilicht-Spitzensignal. An den 2 Handgriffen sind die 4 schwarzen Schläuche befestigt, die über die Außenseite durch 4 Techniklochsteine in den Dampfkessel führen. Der große Führerstand hat Seitentüren. An der Rückwand sieht man den Kohletender mit 2 Aufstiegsleitern. Oben ist er zulaufend und hat einen Kohleeinfüllstutzen. Im Führerstand gibt es hinten 2 Werkzeughalter für die Kohleschaufel und vorne 2 große Schalthebel aus Technikelementen. Auf den Seiten sieht man die Wasserkästen der Tenderlokomotive. Sie hat 2 Zylinder und 4 große Treibachsen. Das Vorbild aus der Wirklichkeit ist die Baureihe 81, eine Güterzuglokomotive für den schweren Rangierdienst. Wenn man sich vor dem hinteren Fahrgestell noch einen Zylinder dazu denkt, dann könnte das Vorbild auch eine Malletlokomotive der Harzer Schmalspurbahn der Baureihe 9959 sein. Aber es fehlen die Zylinder am 2. Drehgestell. Trotz der größeren Räder ist das Modell auf keinen Fall eine Schnellzuglokomotive, wie es im Katalog angegeben wird. Trotz den 4 großen, exklusiven Rädern auf den Drehgestellen und der viel schöneren Gestaltung im Aufbau haben wir hier doch nur eine einfache Schiebelokomotive, genauso wie die kleinen dreiachsigen 7810 als Einzelset oder 7710 in der Personenzugstartpackung. Das Modell hat zwar vorne links und rechts die 2 Zylinder als Halter, aber es fehlen die wunderschönen Treib- und Kuppelstangen vom 12-Volt-Motor, wie wir sie hier an der dreiachsigen Güterzuglokomotive aus dem 12-Volt-Starter-Set 7730 haben. Mit 2 Motoren könnte man sich eine schöne 2x3 Malletlokomotive zusammenstellen. Wir setzen einfach vor jedem Motor die Zylinder auf 2 umgekehrte Schrägsteine, hängen die Treibstangen ein und stecken die Motoren mit den Zapfen in die Lochplatten an der Unterseite der Lokomotive. Mit einem Motor allein würde die Lokomotive nicht so schön ausschauen, weil man an den normalen Waggonrädern kein Gestänge befestigen kann. Hier wäre ein Foto von einem möglichen Vorbild von einer 2x3 Malletlokomotive. Bei der Eisenbahn hat es ja alle Konstruktionslösungen irgendwann einmal gegeben. Wir sehen bei der Lokomotive eindeutig die großen seitlichen Wasserkästen, die seitliche Einstiegstür in den Führerstand und hinten den Kohlekasten. Es ist eigentlich eine typische Tenderlokomotive, aber für den Antrieb müssen wir noch einen Schlepptender anhängen, der eigentlich gar nicht zur Tenderlokomotive dazugehört. Dazu verwenden wir den seltenen, teuren, roten, dreiachsigen Motor. Vorne bekommt er einen längeren Aufbau mit 2 umgekehrten Schrägsteinen, die am Motor in die Haken eingehängt werden, und den roten Pufferbalken mit den schwarzen Magnetkupplungen. Auf der Hinterseite wird der rote Pufferbalken direkt in die Haken am roten Motor eingehängt. Wir bauen eine kleine Grundfläche aus einigen Platten. Vorne ist das Trittbrett. Vorne muss der Stecker für den Stromanschluss frei bleiben. Hinten setzen wir einen schwarzen Prismenhalter mit den roten Rücklichtern ein. Davor kommt ein weißer 12-Volt Leuchtstein, den wir mit einem kurzen Kabel an den Stromanschluss am Motor anstecken und mit dem langen Kabel für das Spitzenlicht der Lokomotive verbinden. Vorne und hinten kommt ein 2x2x6 Gewichtsstein.
Die Seitenwände des Tenders sind aus 1x6 Steinen mit links und rechts 2 roten Aufstiegsleitern. Wir decken den Wasserkasten mit einigen Platten ab und bauen den Rand für den Kohlebunker. Oben auf den Tender stellen wir den blauen Bauarbeiter mit der Schaufel hin. Der Tender ist innen hohl und man sieht den Ausgang der Kohlerutsche, aber man kann wegen den Kabeln am Boden keine Kohle einfüllen. Vorne, links und rechts am Tender kommt der Aufkleber mit den Anschriften der Lokomotive hin, es sind aber alles nur Fantasiedaten. Jetzt können wir mit dem motorisierten Tender die Schiebelokomotive vor- und zurückschieben. Wir schauen jetzt nochmal das ganze Modell an mit der formschönen vierachsigen Tenderlokomotive und dem motorisierten Schlepptender. Der Tender hat vorne die Plattform mit den roten Aufstiegsleitern, am Bunker vorne und hinten schwarze Leitern, durch den hohlen Kohlebunker sieht man die Kabel. Der Führerstand der Tenderlokomotive ist hinten vom Kohlekasten vollständig abgeschlossen und der Schlepptender gehört eigentlich gar nicht zur Tenderlokomotive dazu. Jetzt lassen wir die Lokomotive losfahren und sehen die 4 großen Speichenräder aus der Nähe, während der Schlepptender mit dem seltenen roten Motor die Lokomotive auf dem Gleis vor- und zurückschiebt. Der Bahnwärter schließt die Schranken und die Dampflokomotive fährt mit dem Personenzug in den Bahnhof ein. Nach einem kurzen Halt geht die Fahrt wieder weiter. Und der Bahnwärter kann die Schranken wieder aufmachen. Wenn wir den beleuchteten Personenzug an die Dampflokomotive anstecken möchten, dann ist der hintere untere Stecker am Motor durch den Pufferbalken verdeckt und wir müssen den Kabel über den quergestellten Gewichtsstein vorbeiführen, damit wir ihn im Tender an die Anschlüsse anstecken können. Wir decken den Tender wieder mit den schwarzen Platten ab und können mit dem beleuchteten Personenzug losfahren. Zuerst fahren wir mit dem Personenzug bei Tag durch den Bahnhof und dann lassen wir es Nacht werden und der beleuchtete Zug fährt in den Bahnhof ein. Auf den 2 Schienenkreisen lassen wir die 2 beleuchteten Züge fahren. Diese Dampflokomotive wird bei mir heuer auch unter dem Weihnachtsbaum im Kreis fahren. Aber dieses Modell mit den 2 Fahrgestellen gefällt mir eigentlich nicht besonders gut. Deshalb werde ich am nächsten Freitag noch ein kleines Weihnachtsspecial anhängen und wir werden mit den wunderschönen exklusiven Bauteilen dieser einzigartigen Dampflokomotive 2 Alternativmodelle aufbauen. Zuerst die große Schlepptenderlokomotive aus dem Eisenbahnideenbuch 7777 von 1981 und dann noch die wundervoll gelungene Kreation von Vogel Boss von der Internetseite 12voltgrey.com. Bis dahin wünsche ich euch noch ein wunderschönes 4. Adventwochenende und in der nächsten Woche ein fröhliches Weihnachtsfest.